Hey, wir haben gegen die Statistik verloren. Mein Vater hat diesmal kein Glück gehabt, auch wenn ich da natürlich bis zum letzten Moment drauf gehofft habe. In unserer kleinen Stadt von 35.000 Einwohnern ist er die Nummer 33, die wegen Corona zu Grabe getragen wird. Der letzte wird er wahrscheinlich nicht sein. Er war 68. Kein Marathonläufer, aber auch nicht besonders vorerkrankt oder so. Halt ein ganz normaler 68-Jähriger. Das ist ziemlich unreal, wenn es passiert. Das waren jetzt 5 Wochen von ersten Symptomen bis Beerdigung. Mit vielen kleinen Schritten dazwischen, ne? Symptome, bisschen kurzatmig, ins Krankenhaus, in die Intensivstation. Und jedes Mal war ich recht optimistisch in Sachen Statistik. Eigentlich müsste es klappen bei einer Sterblichkeitsrate irgendwo bei 1%. Bis du dann zum letzten Schritt kommst. Koma und Intubierung. Das Internet sagt 50-50. Aber kann ich mir das vorstellen? 2 Wochen mit genau dieser Zahl, 50-50. Bis dann irgendwann der Anruf kommt von meiner Mutter, dass das Krankenhaus gesagt hat, es ist Zeit, die Maschinen auszustellen, die Organe sind zu beschädigt. Wir müssen ihn gehen lassen. Wir müssen ihn gehen lassen. Und die ganze Zeit konnte ich meine Mutter noch nicht mal in den Arm nehmen. Sie hatte sich auch angesteckt und ich saß in Belgien und musste abwarten. Erst am Tag nach seinem Tod konnten wir als Familie mit meinen Geschwistern und meiner Mutter zusammenkommen. Es ist so gemein, ist der Satz, den ich sehr oft von meinen Freundinnen gehört habe. Ja, ist gemein. Scheiße. Unnötig, unfair. Wie gerne würde man jetzt die Zeit zurückdrehen und diese eine kleine Entscheidung, diese eine kleine Erledigung, die noch zu tun war, diese eine kleine Begegnung vermeiden. Aber so funktioniert das Leben nicht. Es ist so geschehen und wir haben dich jetzt verloren. Du bist nicht mehr da. Und jetzt steht eine neue Zukunft vor der Tür. Du bist in unseren Herzen. Du schaust auf uns herab. Aber ich hab dich nicht mehr. Deine Witze, deine Ermutigungen, deine liebevollen Aufmerksamkeiten. Ich kann mich an sie erinnern, aber ich werde sie nie wieder hier mit dir erfahren. Und meiner Mutter steht eine ganz neue Zukunft bevor. Aber eine, die sie gar nicht will. Sie hatte schon eine. Mit dir. Du warst schon auf der Zielgeraden. Am Tag vor deiner Beerdigung flatterte die Impfeinladung ins Haus. Ich könnte wütend sein. Vielleicht wird das gut tun oder mich schützen oder irgendwas, aber hätte der Tod meines Vaters verhindert werden können? Ich glaube nicht. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Das gilt für viele tragische Todesumstände, denke ich. Nicht nur für Corona. Einmal zur falschen Zeit, am falschen Ort. Aber Leute, wir sind jetzt wirklich im Endspurt. Die Impfkampagne läuft jetzt los. Und wenn das Einzige von diesem Video, was es bewirkt, irgendwie ist, dass sich irgendjemand ein bisschen vorsichtiger verhält und dadurch 1 oder 2 Menschen in dieser Welt rettet, das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Insofern jetzt nicht schlapp machen und weiter vorsichtig verhalten. Für euch selbst und eure Liebsten. Und wir haben ja jetzt auch Möglichkeiten. Also die Schnelltests sind ja vorhanden, um sich einfach nochmal ein bisschen extra zu schützen. Und bei den Impfungen werde ich auch ganz definitiv hier schreien, wenn ich dann irgendwann mal an die Reihe komme. Das wird bei mir noch eine Weile dauern, denke ich. Ich habe nicht wirklich einen Trost in diesem Video. Die Situation ist halt doof. Ich darf jetzt auch das Aktiendepot meines Vaters auflösen bzw. umsortieren. Habe ich auch nie so als Aufgabe in meinem Leben haben wollen. Da hat er sich so ein paar Aktien zusammengesammelt, von denen er gehofft hat, dass sie gut laufen. BioNTech, CureVac, Moderna. 3 Impfaktien, die haben gut zugelegt, aber ihm selbst hat es nichts geholfen. Zu spät.
Ja, das war es auch in Sachen Link zum Thema Finanzen in diesem Video, außer vielleicht ganz allgemein, dass es immer anders kommt, als du denkst. Und damit müssen meine Familie, meine Mutter, meine Brüder und ich jetzt leben lernen. Dass es anders kommt, als wir dachten. Und denk dran, nicht nur mein Vater ist gestorben. Hinter den Zahlen, die tagtäglich über den Bildschirm flackern, sind wirkliche Familien und Angehörige, die trauern. 80.000 inzwischen in Deutschland. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dazugehöre.